Lebensmittelautomaten, die in Dörfern eine Grundversorgung sichern. Ist auch Wurst da drin, ja, ne? Eier, Milch, was im Haushalt findet. Jeder neue Erzeuger hat seine Geschichte und das macht uns froh. Also es macht Spaß, die Produkte zu verkaufen. Wir hatten ja eigentlich mal vor, uns nur auf unsere Gemeinde Ebsterfer Grund zu beschränken. Und ja, jetzt sind wir weit über die Grenzen hinaus. Das ist aber auch total schön. Wie kommt es, dass die beiden mit ihren Lebensmittelautomaten so erfolgreich sind? Als Katharina und Carsten Marien vom Rhein-Main-Gebiet zurück ins Marburger Land zogen, waren alle Lebensmittelläden, die sie aus ihrer Kindheit kannten, weg. Hier rechts ist beispielsweise ein mittlerweile geschlossener Lebensmittelladen, der umgebaut ist zu Wohnungen. Also auch hier findest du keine Einkaufsmöglichkeiten mehr im Ort. Auf der rechten Seite ist unser ehemaliger Dorfladen. Da haben wir als Kind gelernt, Brötchen zu kaufen. Das hat uns einfach nicht eingeleuchtet, warum ich, um die Kartoffeln vom Bauern aus dem Ort kaufen zu können, 10 Kilometer zum nächsten Wochenmarkt fahren muss. Auf geht's. Gerade die Jugendlichen haben das sehr gefeiert. Die haben sich abends noch eine Limo gezogen, haben sich da getroffen. Ist auch so eine Art Begegnungsstätte geworden, ja, wo sich wieder die Leute aus dem Dorf treffen. Das hat dann so an Geschwindigkeit zugenommen, dass ich tatsächlich jeden Abend die Automaten befüllen musste. Ja, und wir haben täglich Nachtschichten geschoben. Nachdem die Kinder dann im Bett waren, ging es weiter. Die beiden haben eine Firma gegründet, die Marktscheune Wittelsberg, und besitzen mittlerweile schon 19 Automaten und 2 Läden in Marburg. Meeting, das ist ja auch realistisch, das ist vorne nicht dabei. Moin. Moin. Hi. Urlaub gut überstanden? Ja, gut überstanden. Ich habe dir schon einen Kaffee gemacht. Ja. Ja, ist frisch erholt. Jeden Dienstag treffen sie sich mit Ralf und Basti zur Wochenplanung. Die beiden sind fest angestellt. Wenn wir Kirchhain anfahren, können wir beim Benny den Käse holen in Hatzbach. Ansonsten musst du das in die Befüllrouten einfach mit einbinden. Alleine haben es Katharina und Carsten nicht mehr geschafft. Was zu tun ist, Basti schmeißt die Läden und ich die Automaten im Endeffekt. Und da versuchen wir möglichst Katharina und Carsten den Rücken da freizuhalten. Genau. Ich bin immer am Telefon irgendwie. Das klingelt den ganzen Tag. Da kann ich machen, was ich will. Am Anfang war das noch möglich, dass wir das in unseren Tagesablauf mit eingebunden haben. Wir hatten lange Zeit 5 Automaten, die konnte ich nach Feierabend, wenn die Kinder im Bett waren, noch befüllen. Das kam alles irgendwie so, ja, in dem ganzen Geschwindigkeit, die uns auch teilweise natürlich überrannt hat. Ja. Und da sind wir sehr, sehr froh, mit Basti und Ralf da 2 Mitarbeiter zu haben, die uns zum einen da den Rücken frei halten, aber auch natürlich freundschaftlich verbunden sind. Die Kleinen. Hat er nur die Kleinen gebracht? Nee, der Ralf hat auch noch große. Da hast du schon nach hinten gebracht, okay. Also musst du nachher dann einräumen. Ja. Dann würde ich mich auf die Socken machen auf jeden Fall. Würde jetzt noch ein paar Automaten anfahren und nachher noch ein paar Abholungen machen. Und wenn noch irgendwas ist, ruft er einfach an. Ja? Hier, macht's gut. Ciao. Wir telefonieren später nochmal dann auch. Genau. Bis dann. Ralf sorgt dafür, dass alles funktioniert, immer frisch und gefüllt ist. So, was haben wir hier alles? Wunderbar, die Mettwurst ist schon wieder leer. Da haben wir hier eine Stammkundin, das ist des Öfteren. Da hatte ich Freitag erst wieder reingeräumt, aber ich habe noch eine zum Nachfüllen dabei und dann muss wieder bestellt werden das Ganze. Butter brauchen wir, Milch brauchen wir ein bisschen und ansonsten geht es hier noch einigermaßen. Ich sag mal, hier sind so gut 20 Produkte drin. In die neuen Automaten, die sind wesentlich größer, da passen über 30 Produkte rein. Und nur Grundnahrungsmittel? Nein, nicht nur Grundnahrungsmittel, aber was man am Wochenende halt oft so braucht. Und dann haben wir halt noch ein paar wirklich regionale Spezialitäten, die ich jetzt zwar nicht als Grundnahrungsmittel bezeichnen würde, aber wirklich als sehr lecker. Was denn zum Beispiel? Hier aus Marburg haben wir eine Wildstracke, dann haben wir hier unten die Pfefferbeißer von unserem Metzger aus Wittelsberg, die sehr gut ankommen. Die Currywurst hier, die ist direkt aus dem Nachbarort, aus Ebsdorf. Und die ist auch schon wirklich ein Produkt, was sehr gut läuft. Also die werden wir auch nicht mehr rausnehmen so schnell.
Gibt es manchmal Vandalismus? Haben wir Gott sei Dank noch nicht viel Erfahrung mit gehabt, aber bei einem Automaten hatten wir es gehabt. Waren zwei jüngere Burschen, sage ich jetzt mal, wurden auch erwischt, weil sie beim Nachbarn bei der Flucht dann in einem Teich gelandet sind. Der war zwar nicht allzu groß, aber dafür recht tief. Und genau, da musste die Polizei noch ein bisschen angeln gehen und hat die beiden Jungs dann da rausgefischt. Fotoshooting im Laden in der Marburger Oberstadt. So viel sie kann, arbeitet Katharina mit. Viel Zeit hat sie nicht. Das liegt zum einen an Paul, der mich natürlich auch rund um die Uhr auf den Beinen hält. Und an den beiden anderen, die ich auch schon wieder um 14:30 Uhr spätestens abholen muss. Elisabeth ist 4, die älteste, Henry ist 2 und der Paul der wird jetzt 8 Monate. In der Regel fange ich an, wenn die anderen beiden aus dem Haus sind. Das heißt so um 9. Und da gebe ich alles. Da beantworte ich die E-Mails oder schaue hier im Laden vorbei und versuche alle möglichen To-Dos abzuarbeiten. Bis zum Mutterschutz hat Katharina als Art Director in einer Frankfurter Werbeagentur gearbeitet. Ich habe ganz zu Beginn eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht für Digital- und Printmedien und habe Mediamanagement in Wiesbaden studiert. Das auch mit einem längeren Auslandsaufenthalt in Bangkok und mich dann entschlossen, in die Werbewelt einzusteigen nach meinem Studium. Und das hat auch hervorragend geklappt. Hast du deinen Job? Nee, absolut nicht. Auch wenn mich das teilweise auch, was unsere Zeit angeht, an unsere Grenzen bringt. Aber nee, ich möchte nicht mehr zurück. Ihre Fähigkeiten kann sie hier genauso gut einbringen. Besser als jemals zuvor, weil ich kann entscheiden. Das ist das Schöne daran. Also das, was mir gefällt, und das spreche ich maximal mit Carsten ab. Wir haben Ideen und die können wir dann auch relativ schnell umsetzen. Und ich kann mich da auch ziemlich frei austoben. Das macht am meisten Spaß. Dabei ist alles genau durchdacht. Auch die Homepage, die hat sie selbst gestaltet. Man landet hier immer auf der Startseite von der Marktscheune. Darunter befinden sich aber auch unsere Regio-Automaten mit allen Standorten. Die kann sich dann der Nutzer suchen. Da sind dann alle Automaten mit verbunden. Man kann sich aktuelle Stände aufrufen. Das ist jetzt Beispiel Wittelsberg. Die werden einem dann angezeigt. Ob sich der Weg vielleicht für eine Tüte Milch noch an den Automaten lohnt oder nicht, das kann ich alles hier erfahren. Außerdem ist Katharina auch immer auf der Suche nach neuen Produkten und Lieferanten. Dabei ist es ihr wichtig, dass es kleine Manufakturen sind, wie Fietz und Töchter aus der Nähe von Marburg. Genau, Fietz und Töchter, die kommen bald mit 2 tollen Limonaden um die Ecke und wir warten schon sehnsüchtig drauf. Das ist einmal die Lissy und die Betsy. Die findet ihr dann auch demnächst in unseren Regalen und auch in den Automaten, weil das wird unsere Limonade wahrscheinlich dann auch ersetzen und sie kommt von hier. Holger Sommerlath entwickelt die Getränke im eigenen Labor. Lissy ist seine neueste Kreation. Im Prinzip nur Tee, ein bisschen Zucker, Rosenblüten, die wir nachher einlegen, ein bisschen Grapefruitsaft zum Abrunden, für die Farbe ein bisschen Hibiskusblüte und natürlich ganz viel Wasser. Das wird mit unserer Kombucha-Kultur fermentiert. Das Ziel ist ein erfrischendes, komplexes Getränk, wo eben sehr, sehr viel Geschmack drin ist, wo Erfrischung aufgrund organischer Säuren entsteht. Kaum Alkohol, kaum Zucker, auf natürlichem Wege, ohne dass wir jetzt künstlich irgendwelche Trickbausteine aus der Lebensmittelchemikerkiste benutzen müssen. Damit wir wissen, wann die Sachen soweit sind, dass der nächste Produktionsschritt eingeleitet wird, müssen wir einen gewissen Säuregehalt erreicht haben. Jetzt läuft die Titration, das dauert jetzt so 1 bis 2 Minuten und am Ende wissen wir, wie viel Säure da drin ist. Wie bist denn du überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich bin Agrarbiologe, das heißt, so ein bisschen passt es zu dem, was ich studiert habe. Ich habe auch Mikrobiologie im Studiengang gehabt, habe aber tatsächlich einfach zu Hause immer gerne gekocht und verschiedene Sachen ausprobiert, von Bierbrauen, Sauerteige führen, Pizza und Brot backen, bis irgendwann dann mal mit Wasserkefir und Kombucha-Kulturen rumexperimentieren und alkoholfreie Sachen produzieren oder alkoholarme. Und hatte dann die erste Idee, daraus quasi ein Geschäft zu machen.
Und irgendwann ist es dann eine Sektalternative auf Basis von Kombucha geworden. Die verkauft sich aber nicht gut, ne? Die verkauft sich schleppend tatsächlich, weil der Wein- und Sektmarkt ein sehr, sehr konservativer ist und wir auch einen gewissen Preis dafür aufrufen müssen, weil wir wirklich alles hier selber machen. Und da muss man einfach wissen, im deutschen Wein- und Sektbereich, der Durchschnittspreis pro Weinflasche liegt bei für mich unfassbaren 2,30 €. Bislang hat er zu wenig verkauft, bei hoher Investition. Das waren 30.000 aus dem Exist-Gründerstipendium oder Gründerinnenstipendium. Dann habe ich einen kleinen Bankkredit aufgenommen. Ganz am Anfang habe ich noch ein bisschen Geld aus der Familie reingesteckt. Also wenn man jedes Glas dazu zählt, sind wir wahrscheinlich mittlerweile bei über 100.000 €. Wenn Lissi kein Verkaufsschlager wird, hat Holger ein Problem. Dann müssen wir entweder was ganz anderes auf der Lebensmittelseite machen oder das war es dann auch irgendwann. Also die Chance besteht bei so einem Gründungsprojekt immer, weil wir immer noch nicht in dem Bereich sind, wo wir wirklich Geld verdienen. Platzt da für dich ein Traum? Nee, das würde ich tatsächlich mittlerweile ganz anders formulieren. Es würde eher so, dass ich dann einen Traum, den ich hatte, irgendwann unter erledigt abhaken kann. Ich hoffe natürlich darauf, dass es funktioniert. Dafür habe ich einfach in den letzten 3,5 Jahren hier echt viel Zeit und Energie reingesteckt. Wenn es aber nichts dieses Jahr wird, dann gibt es halt auch die Option, einfach noch andere Sachen zu machen. Ideen habe ich genug. Mit ihren Regio-Automaten füllt die Marktscheune nicht nur Versorgungslücken auf dem Land, sie unterstützt auch regionale Erzeuger. Dafür hat sie den Hessischen Demografiepreis gewonnen. Wir waren danach noch lecker Mittagessen in Wiesbaden und sind mit einem breiten Grinsen wieder nach Hause gefahren. Dem Automatengeschäft hat das nochmal ordentlich Auftrieb gegeben. Mittlerweile ist es nicht mehr schwierig, Stellplätze zu finden. Die Leute kommen auf uns zu. Wir kriegen Anfragen von Dörfern, die ähnliche Probleme haben, wie wir in Wittelsberg gehabt haben und den gleichen Weg einschlagen möchten, um diese Probleme zu lösen. Wieder soll ein neuer Automat dazukommen. Carsten ist unterwegs nach Oberrosfe, ein Dorf knapp 30 Minuten von Wittelsberg entfernt. Da schaue ich mir jetzt gleich einen neuen Standort an. Die Ortsvorsteherin hat in einer Art Liebesbrief um uns geworben und das war so charmant, dass wir dem Ruf gefolgt sind und uns das jetzt mal ansehen. Nayet Salomon ist die Verfasserin des außergewöhnlichen Briefes. Ich bin hier aufgewachsen und meine Familie stammt hierher. Ich liebe Oberrosfe und ich würde auf jeden Fall alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, dass es hier weiterhin so lebenswert ist und bleibt. Hallo! Hallo, Carsten, Marien, hi. Nayet Salomon. Schön. Hi, schön, dass das geklappt hat. Ja. Wollen wir mal schauen, wo der Automat vielleicht hinkommen könnte? Ja, zeig's mir gerne. Ja? Also das ist unser Mehrgenerationenplatz. Das ist Okay. wirklich zentral im Ort. Okay, sehr schön. Wir haben hier so einen Carport, der ist relativ geschützt. Ja. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ich finde es hier aber so ein bisschen zu versteckt, muss ich sagen. Ja, also ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass die Leute den auch schon wahrnehmen, ja, dass man den besser sieht. Wir brauchen dann mindestens 2,20 Meter Höhe, also wenn dann nur an die Giebelseiten. Ja. Aber hier vorne, das würde passen. Dann hat man den gleich repräsentativ am Eingang stehen von eurem Mehrgenerationenplatz. Ja, den sieht auf jeden Fall jeder, ne, wenn man hierher kommt. Ja. Nee, super. Also hier könnten wir den aufstellen. Ja, also wir haben zwar den ganzen Tag dann hier Sonne ab Mittag, aber das ist für euch kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Die Attraktivität des Dorfs wird dadurch gesteigert und ich bin total gespannt, wie die Dorfbewohner damit umgehen, wie der Absatz ist und ob es gut angenommen wird, aber das glaube ich schon. Jetzt geht's schnell noch mal nach Marburg, zu Basti in den Laden. Hi Basti. Hi, grüß dich. Nachschub. Super, perfekt. Die haben wir gebraucht. Der Laden in der Oberstadt ist noch ganz neu. Ja, was haben wir denn alles Gutes? Mit dem Touristenbüro unter einem Dach. Eine Idee der Stadt Marburg. Grundsätzlich ist die Kombination einfach schön, weil bei der Touristeninformation bekommst du kulturelle Informationen über Marburg und die Region. Bei uns kriegst du eben kulinarische Informationen über die Stadt und die Region. Mit den Automaten habt ihr doch schon genug zu tun. Warum dann noch die Läden?
Ja, grundsätzlich hätten wir mit den Automaten schon genug zu tun. Uns ist es ja wichtig, dass wir zeigen, was gibt es Tolles bei uns in der Region. Aber der Automat hat irgendwann ein limitierendes Platzproblem einfach. Bei Sachen wie Wurst und Käse haben wir natürlich immer nur die Möglichkeit, ein Produkt darzustellen, ja, eine Käsesorte. Hier im Laden können wir natürlich aus dem Vollen schöpfen, da haben wir 5, 6, 7, 8 verschiedene Käsesorten. Wir haben verschiedenste Honigsachen, das ist ganz toll, Ohäuser Mühle, die machen schöne Produkte, Vanille in Honig, Rosen in Honig. Und die sitzen im Marburger Umland, in Schweinsberg tatsächlich, ist so eine Aussiedlermühle. Und witzig ist, dass die Bienenstöcke tatsächlich auch bei uns hinterm Haus stehen. Und wenn es nicht regional erzeugt wird, dann sollte es doch zumindest ökologisch produziert sein oder fair gehandelt sein. Wir haben jetzt den Marburg-Kaffee ganz neu, der kommt aus Bali, Indonesien. Das sind 4 Jungs hier in Marburg, die waren da auf Weltreise, die haben die Bauern dort kennengelernt zu Corona-Zeit, wo wirklich kaum Tourismus war und haben gesagt, Mensch, die unterstützen wir. Das heißt, es ist der direkt gehandelter Kaffee mit den Bauern in Bali. Ja? Und solche Sachen machen Spaß. Ja? Also wirklich, du lernst deine Region immer wieder neu kennen und jeder neue Erzeuger hat seine Geschichte und das macht uns froh. Also es macht Spaß, die Produkte zu verkaufen. Das ist es einfach. Auch Ralf ist in Marburg angekommen. Ihre Automaten stehen jetzt nämlich auch in Städten. Weil wir gedacht haben, dass es so viele tolle Produkte sind von den kleinen Lieferanten, die es ja in normalen Läden jetzt hier in der Stadt überhaupt gar nicht gibt. Und dann haben wir einfach mal den Versuch gestartet, auch die Produkte hier in der Stadt zu vertreiben. Und auch das wurde super angenommen. Dann wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen Produkte einräumen. Wir haben eine App, in der App können wir immer genau schauen, beziehungsweise selbst auf der Website bei uns kann man schauen, welcher Automat welchen Bestand hat. Und von daher habe ich schon gesehen, dass es hier auf jeden Fall wieder am Wochenende ganz gut lief. Wir können in der App auch hinterlegen das Mindesthaltbarkeitsdatum einfach und dementsprechend sehe ich halt sofort, wenn irgendwas abläuft, dann kommt eine Warnung und dann kann ich das Fach auch einfach sperren, dass ich halt nicht wegen einem Produkt jetzt extra dahin fahren muss und das Produkt rausräumen muss und dann kann das der Kunde einfach nicht mehr kaufen. Unsere Lieferanten sind halt alles sehr kleine Lieferanten, also die haben selber keine Lagerware, sprich wir bestellen das und es wird dann immer frisch produziert und ja, deswegen kann man es eigentlich nicht frischer bekommen, das Ganze. Wenn mal ein Fach für 2 Tage leer ist mir das lieber, als wenn ich nachher die Hälfte wegschmeißen muss. Und jetzt mittlerweile sind wir eigentlich ganz gut eingespielt schon, dass das wunderbar funktioniert, deswegen wir haben so gut wie keinen Ausschuss eigentlich. So, und ab zum nächsten Automaten. Ohne Ralf wäre Carsten ganz schön aufgeschmissen. Der leitet nämlich ein Seniorenwohnheim. Alles gut, Frau Heek? Ja. Jeder Tag ist anders. Das stimmt. Das ist ein Familienbetrieb, den haben meine Eltern vor über 25 Jahren übernommen und noch ausgebaut. Und da bin ich reingewachsen, würde ich sagen. Carsten hat Betriebswirtschaft und Medizin studiert, um das Heim leiten zu können. Es ist ein Fulltime-Job. Und dann auch noch die Marktscheune? Naja, es bleibt nicht aus, dass auch mal Arbeit für die Marktscheune in Zeiten entsteht, die ich hier bin. Ja, also Telefonate beispielsweise. Ich versuche das aber schon zeitlich zu trennen und das ist dann eben in meiner Freizeit, bin ich dann für die Marktscheune tätig und ja, in jeder freien Minute. Nach Feierabend geht's weiter. Draußen vor dem Heim warten Katharina und die Kinder auf Carsten. Genau, den holen wir jetzt ab und dann fahren wir in die Schmelzmühle zur Katrin. Warum denn das? Wir testen Knödel im Glas. Macht ihr das immer? Ja, grundsätzlich probieren wir immer alle Produkte einmal vorher aus, bevor sie in die Automaten kommen oder in unser Sortiment. Oh ja, jetzt müssen wir auch los, gell? Die Idee kam uns ja, nachdem wir wieder in die Heimat gezogen sind, nach Elisabeths Geburt. Da war für Katharina und mich schon klar, dass Katharinas Arbeitsmittelpunkt nicht mehr in Frankfurt stattfindet und nicht mehr in der Werbeagentur und sie dann auch perspektivisch eben Vollzeit für die Marktscheune tätig sein wird. Auf geht's nach Lolla zu Katrin. Die hätte gerne ihre neueste Knödelkreation in den Automaten. Sie ist Knödelspezialistin. Knödelspezialistin. Spezialistin ist immer so ein Wort, finde ich, was sehr extrem ist. Ich mache gerne Knödel. Also ich habe in Österreich meine Ausbildung gemacht. Da gab es natürlich auch Knödel.
Ich finde es schön, dass man was verwenden kann, was sowieso da ist. Also die trockenen Brötchen finden eine Verwendung und man kann sie in zahlreichen Varianten herstellen. Ich mache in die Knödel das, was die Natur gerade bietet. Der Spitzwegerich, da kann man die Blätter ernten und auch die Knospen. Haben ein schönes Pilzaroma. Und nebenbei sind sie auch noch gut für die Atemwege. Das hier ist der Wiesenknopf. Und Löwenzahnblüten. Können wir auch reinmachen. Mit Kräutern kennt sich Katrin aus. Ich dachte mir, ich lebe hier mitten in der wunderschönen Natur und ringsherum sind Tausende von Kräutern, wo ich nicht weiß, was die können oder was ich damit machen kann. Und habe dann 2015 eine Ausbildung gemacht hier in der Nähe zur Heilpflanzen- und Wildpflanzenpädagogin. Dabei ist sie eigentlich gelernte Hotel- und Gaststättenfachfrau. Die Schmelzmühle gehört ihrer Familie, schon seit 1844. Ein Gasthaus in der 5. Generation. Ich habe die letzten Jahre als Köchin gearbeitet hier. Also war voll in der Küche tätig. Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber halt so die Sachen, die ich gerne mache, das kam zu kurz und mein Körper hat es auch irgendwann dann nicht mehr mitgemacht. Und ich habe ja aufgehört hier zu arbeiten und kann mich jetzt eher den Sachen widmen, die mir Spaß machen, also die Kräuter, die Natur. Unter der Woche hat die Schmelzmühle geschlossen. Dann kann Katrin die Küche für ihre Zwecke nutzen. Noch ein bisschen Nachschub. Ja, ich schneide gerade schon die erste Ladung. Das gibt Wildkräuterknödel im Glas. Eintöpfe gibt's viele, Suppen gibt's viele. Und Knödel im Glas ist schon was Besonderes. Und vor allem, wenn es mal schnell gehen muss, nicht immer Nudeln, sondern dann kann man das Glas aufmachen und hat ein leckeres Essen, was ja vielseitig einsetzbar ist. So, und die Brennnesseln, damit die nicht pieksen. Vorher die Nesseln kaputt machen. Ihr Freund Max hilft mit. Danke. Er ist ausgebildeter Koch. Max, ihr beide, ihr seid ja ein Paar, ne? Woher kennt ihr euch? Durch das Zusammenkochen hier in der Küche. Also tatsächlich habe ich, Liebe geht durch den Magen, sagt man ja. Das war in dem Fall auch so. Und habe mich dann scheinbar in ihr Herz gekocht. Nee. Also kochen kann er auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube, es war nicht nur das Essen. Ja, aber irgendwie fängt es ja immer an, ne? Ich glaube, es war eher das gemeinsame Kochen als das gemeinsame Essen. Ja, das gemeinsame Kochen, ja. Auch Max hat seinen Job als Koch gekündigt. Und das hat auch an mir gezerrt und so, da es halt irgendwann immer zu viel ist, vergeht einem dann auch die Lust daran. Und dann bin ich erstmal einen anderen Weg sozusagen gegangen. Das heißt, dass ich ein Fernstudium zum ganzheitlichen Ernährungsberater gemacht habe. Die beiden bieten jetzt Ernährungsberatung, Kräuterführungen und Catering an. Also wir haben uns selbstständig gemacht mit Erna, Ernährung und Natur. Und unsere Produkte, die wir einkochen, wie die Knödel im Glas, verkaufen wir unter was da ist. Also weil immer das reinkommt, was da ist. Also wenn der Bauer zu viel Gemüse hat, dann verarbeiten wir das und kochen das ein und nehmen das dann auch für unsere Caterings zum Beispiel. Auch schon reinmachen? Ja. Die Milch ist vom Bauernhof. Da können wir die direkt abzapfen. Also es ist Rohmilch, darum ist immer wichtig, dass die richtig aufgekocht auch ist. Die Eier holen wir auch direkt am Bauernhof ab. Und wie lange halten die dann? Dadurch, dass die eingekocht sind, halten die sich ungekühlt circa ein halbes Jahr würden sie sich auf jeden Fall halten, sicher 4 Monate. Am leckersten sind sie nachher einfach aus dem Glas stürzen, in Scheiben schneiden und in Butter anbraten. Jetzt noch einkochen, dann sind sie fertig. Da ist noch eine drin. 4 neue Automaten für die Marktscheune sind geliefert. Auch der für Oberrosswe ist dabei. Gut, das ist das letzte Holzgestell. Die Automaten sind jetzt zwar geliefert, jetzt müssen die noch foliert werden. Das heißt, die sind schon programmiert, vorprogrammiert und jetzt ist wirklich nur noch die Folierung und dann kann es losgehen.
Weißt du eigentlich, was so ein Automat kostet? Ja, ich weiß es natürlich schon, aber ich sag mal, über Geld spricht man ja bekanntlich jetzt nicht. Ne? Also es ist schon im 5-stelligen Bereich auf jeden Fall. Barbis, du hast so ein Cuttermesser gehabt, ne? Ja. Kann ich mir das kurz klauen? Ich danke dir. Die stehen jetzt hier im Autohaus? Genau, die stehen jetzt hier im Autohaus, weil wir hatten das kleine Problem gehabt, dass beim Barbis die Türen ein bisschen zu klein waren. Da wir uns hier alle ganz gut kennen und das Autohaus direkt nebenan ist von einem anderen Bekannten oder Kumpel besser gesagt auch, dem Fabian, konnten wir das jetzt hier reinstellen und dann können wir sie von hier aus an die Standorte bringen. Folierer Barbis ist auch mit Carsten befreundet. Ich kenne seine Frau. Sie war Praktikantin bei mir vor 15 Jahren, glaube ich. Ja, die Katharina war bei mir, die hat Praktikum gemacht. Und Carsten habe ich erst später kennengelernt. Wir spielen zusammen Fußball, das ist natürlich auch Freizeit. Freizeitkick im Kleinfeld. Und da ist auch der Fabian mit bei. Also irgendwie habe ich das Gefühl, sind hier alle befreundet. Carsten und Katharina kenne ich schon seit dem Kindesalter. Wir sind im selben Dorf aufgewachsen, sind ja, in denselben Jugendclub gegangen und solche Geschichten. Ich habe mit dem Carsten zusammen Fußball gespielt und wir waren halt eine Clique gewesen, ja. Also ihr habt ein gutes soziales Netzwerk. Ein sehr gutes soziales Netzwerk, würde ich sogar sagen, ja. Ist auch schön, dass man so Leute kennt, weil ohne die Leute wäre vieles halt auch gar nicht so einfach möglich, ja. So, schauen wir uns mal an, wie er drinnen aussieht. Für Carsten und Katharina arbeitet Ralf seit einem knappen Jahr. Meine alte Arbeit, hier hat Insolvenz angemeldet, hat geschlossen und Carsten hatte das mitbekommen und der hatte mich dann direkt angesprochen und hat gesagt, hier halt stopp, bevor du dich bewirbst, kannst du dir nicht vorstellen, dass du vielleicht das Automatengeschäft jetzt hier für mich leitest, weil er einfach die Zeit und die Kapazitäten nicht mehr dafür hatte. Ja. Hast du es bereut? Nein, zu keiner Sekunde bisher. Ist wirklich ein sehr abwechslungsreiches, eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und mir macht es mega Spaß. Ja. Katharina, Carsten und die Kinder sind mittlerweile in der Schmelzmühle eingetroffen. Nicht reinfallen. Hi. Na, du bist getragen? Hi. Na, ihr zwei? Oh, da ist das schon. Wie lange kennt ihr euch denn eigentlich? Das ist aber jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre her, ne? Zur Weihnachtszeit hat Katrin uns mal Produkte zum Testen gegeben. Ja, dann hatten wir, ich glaube, ein Jahr später doch noch mal intensiveren Kontakt und haben die Produkte ins Sortiment aufgenommen. Ne? So war das, glaube ich. Ich denke auch, es hat ein bisschen Zeit gedauert, aber dann haben wir sie gehabt. Ja klar, jetzt darfst du loslegen. So lässt sich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Und die Kinder sind happy. Henry, sei vorsichtig. Sollen wir mal gucken, ob wir Sprudel kriegen für euch? Ja, Sprudel wäre toll. Hoppala. Wow, Henry, pass auf. Hallo. 3 kleine Kinder halten einen schon ganz schön auf Trab. Wenn die Kinder krank sind, dann steht alles Kopf. Also die Zeiten gibt es dann auch. Und dann müssen wir einfach einmal umstrukturieren, umorganisieren und dafür sind natürlich unsere Eltern Gold wert. Ich versuche immer alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist halt... es ist ja auch... Du siehst ja auch ein bisschen keksig aus. Ne? Ja, das ist normal, ne? So sehe ich dann immer aus. Mit 3 Kindern, das ist ja schon echt eine Menge Holz. Ne? Wie schafft ihr das alles? Ja gut, durch viel Unterstützung auch, durch unsere Eltern und dass man die dann auch mal zu Terminen mitnimmt. Habt ihr denn überhaupt noch viel Zeit zusammen? Ja, doch. Also wir besprechen uns schon jeden Abend und haben das auch so zeitlich koordiniert, dass wir dann auch schon unsere Zeiten für uns haben, klar. Aber so eine Ehe, die muss dann schon belastbar sein, ne? Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, wir sind da auf jeden Fall ein gutes Team und ich glaube, deshalb funktioniert das auch. Was machst du denn im Kräuterbeet? Die beiden kennen sich aber auch schon ewig. Wir kennen uns seit der Grundschule, wir sind zusammen eingeschult worden. Wir waren dann mal in Teenager-Zeiten ein Paar. Erste große Liebe. Genau, haben uns dann so ein bisschen aber aus den Augen verloren, beziehungsweise jeder hat dann irgendwann sein Ding gemacht. Ja, wir waren immer eigentlich ziemlich gute Freunde, also sozusagen auch beste Freunde. Sind beide einmal in die weite Welt, haben uns ausgetobt und sind beide wieder zurück. Nee, zurückgekommen sind wir nicht.
erst später. Aber wir haben uns dann wiedergefunden, würde ich sagen. Genau. Und jetzt sind wir seit 10 Jahren zusammen und seit bald 5 Jahren verheiratet. Jetzt habe ich die Keule mit Contro abgelöscht, weil ich finde, dass die Orange passt da gut zum Spargel. Also das, was ich jetzt hier mache, das bieten wir beispielsweise auch beim Catering an. Ich habe hier einmal ein mariniertes Hühnchen am Spieß, also die habe ich mariniert mit einem selbst zusammengestellten Gewürz. Die Keule habe ich noch teilweise ausgebeint, habe die mit Spargel, Bärlauch und Pilzen gefüllt. Dann gibt es noch Hühnchenbrust, verschiedenes Gemüse und natürlich die Semmelknödel. Ja, wegen mir können wir fertig machen. Ja? Ja. Setz dich in die Mitte. Ich reiche euch mal die Knödel rüber. Genau. Ich schneide dir Ich nehme mal eins für den Paul. Ja, genau. Geht das so? Ja, es geht. Ist nicht so heiß. Und ich klaue mir gleich mal 2. Genau. Guten Appetit. Sehr gut. Was genau ist jetzt an Kräutern alles in den Knödeln? Also zum Beispiel der Spitzwegerich, der jetzt hier auch liegt, Brennnessel, Hirsch. Brennnessel auch? Ja. Die Heilpflanze des Jahres. Was ich eigentlich an Semmelknödel am meisten liebe, man kann es auch einfach mit Gemüse oder mit Salat essen. Genau. Einfach richtig lecker. Genau, kommt, wollt ihr die reinnehmen? Wo ist denn dein Bruder? Die Knödel? Elisabeth. Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Plan. Jetzt mal ernsthaft, müssen wir jetzt mal angehen. Ja. Definitiv. Wie gesagt, die Kartoffeln laufen jetzt aus. Genau. Dann können die da wunderbar rein. Wir wechseln ja auch so ein bisschen. Und jetzt ist die Kartoffelsaison vorbei. Das Ja. stimmt, ja. Und da ist das eine ganz schöne Alternative so als Beilage, was die Leute kaufen können. Ablassen. In Oberroßfe tut sich was. 1, 2. Knapp 500 Kilo wiegt das Ding. Versuchen wir andersrum. So, jetzt probieren wir es noch nicht. Hoch nicht aufrecht. Bis hoch noch? Ja, drehen. Jetzt da rum. Drehen. Ja, Ast rein. Der Automat, um den sich die Ortsvorsteherin so bemüht hat, ist geliefert. Schön, der Automat ist ja schon da. Hallo. Servus, hi. Hallo, ich bin Lena jetzt alle. Ich bin der Ralf, freut mich. Hi, Servus, schön. hi. Also der Standort ist wirklich super, sieht echt gut aus. Nee, war auch gut. Strom läuft auch, habe ich jetzt gerade schon angeschlossen mal. Alles getestet, schon mal ein bisschen beklebt innen. Prima, also wird heute auch schon befüllt. Der wird jetzt gleich direkt befüllt einfach Cool. und dann mache ich mal ein paar Testkäufe, ob auch wirklich alles funktioniert einfach und Ja. Dann wäre er auch direkt einsatzbereit, genau. Ach, richtig. schön. Ja. Also ich finde es total schön, dass er jetzt da ist. Und wir haben geplant, dass wir am Wochenende ein Fest machen zur Einweihung von unserem Mehrgenerationenplatz. Und da wird dann auch der Automat feierlich enthüllt und kann ab dann in Betrieb genommen werden. Wir haben natürlich geguckt jetzt, was man auf dem Dorf so braucht, gerade am Wochenende oder irgendwas. Und da ist ja oft dann wirklich, dass die Eier vergessen wurden oder man doch noch mal irgendwas kochen will, wie mit Kartoffeln oder sowas. Nudeln haben wir auch drin, die Milch, die Butter, Käse, verschiedene Wurstspezialitäten, genau. Ja, von verschiedenen Metzgern auch, also wirklich alles Mögliche. Einer der Metzger ist in Wittelsberg, bei Carsten um die Ecke. Ein Erzeuger, der ihr Projekt von Anfang an unterstützt hat. Wir mussten den einen oder anderen schon überreden. Die waren etwas skeptisch, beziehungsweise haben anfangs auch gesagt, nee, sie haben keine Kapazitäten dafür. Und als dann unsere Automaten mehr wurden und wir auch eigentlich mehr hätten anfragen müssen, waren die Kapazitäten dann plötzlich doch da. Ja, gerade bei uns hier im Ort hatten wir Erzeuger, die vom Tag 1 dabei sind. Und die Gemeinde Ebsdorfer Grund mit dem Bürgermeister hat uns auch unterstützt und hat uns Standorte zur Verfügung gestellt. Da sind wir auch immer noch sehr dankbar. Grüß Gott. Und natürlich, Von der Form her wäre das schon... wie soll's auch anders sein? Ja, seitdem ich mich erinnern kann, gibt es hier die Metzgerei. Und Matthias und ich sind nicht so weit auseinander vom Alter her, dass wir uns auch schon seit Kinderbeinen an kennen. Ja. Die Pfefferbeißer von Matthias sind bei uns ja grundsätzlich unter den Top 5 Produkten. Und die war mit das erste, was wir im Automaten hatten. Hättest du gedacht, dass diese Automaten mal so erfolgreich würden? Hätte ich das gedacht? Nö, ich war auch verwundert, dass dann doch so die Nachfrage ist und dass das so funktioniert.
mit dem Ziehen und Abholen. Ich habe ja selber keine Idee davon, weil ich noch nie was gezogen habe. Aber also die Nachfrage ist da und das hat mich schon gewundert, dass es so funktioniert, ja. Wie viele Würste verkaufen Sie im Schnitt an Mariens? Das ist unterschiedlich. Also abgefragt werden ungefähr alle 14 Tage oder 3 Wochen so 100 Pakete mit 5 inhaltlich, also 500 Stück. Wenn ich sie denn da habe, annähernd kommen wir meistens hin. Morgen. Guten Tag. Geht du zuerst? Nee, du zuerst. Gut. 9. 6 Brotwürstchen. Ja. Ich hätte auch gern 4 Bratwürstchen. Ja. Schmeckt wie selbst geschlachtet, gell? Wie selbst geschlachtet, genau wie früher. Matthias Nau ist ja auch Metzger in 3. Generation. Die Metzgerei gibt es schon seit 1924. Hier wird sogar noch ausgebildet. Und es gelten noch alte Werte. Ich kann hier sagen, das Fleisch ist aus dem Ort, aus den Nachbarorten, von Bauern, die ich kenne, denen ich vertraue. Ja? Und dafür brauche ich kein EU-Bio, weiß der Geier was Siegel. Die Bratwurst brauche ich noch. Jawohl, Chef, komm. Matthias schlachtet hier selber. Er hat montags Ruhetag. Da wird verarbeitet und das wird alles hier noch von Haus und Hand gemacht. So, Monsieur. Prima, danke dir. Mach's gut. Tschüss. Nachschub für die Automaten. Die Grillsaison fängt an und da steigt die Nachfrage dementsprechend. Das Lager der Marktscheune. Auch hier hat Ralf den Überblick. Sieht gerade ziemlich leer aus hier, ne? Ja, richtig. Nächste Woche kommt jetzt wieder eine neue Bestellung. Ich habe jetzt gerade mal geguckt nach den Eiern und den Nudeln. Die sind jetzt wirklich fast komplett aus. Hast du so grob im Überblick, wie viel ihr so verkauft? Ja gut, über die Zahlen weiß ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich weiß, dass wir bei den Eiern ungefähr im Jahr bei so ungefähr 40.000 liegen. Bei den Kartoffeln müssten wir so im Jahr bei 1,5 Tonnen ungefähr sein. Also diese Automaten, das lohnt sich tatsächlich? Das lohnt sich definitiv. Die Preise sind natürlich dann ein bisschen höher jetzt, als wenn ich jetzt in Aldi, Lidl etc. gehe. Aber es sind halt wirklich handgemachte Sachen, die wir geliefert bekommen und die wir auch im Automaten im Endeffekt anbieten. So, gut. Und jetzt muss ich auch los. Ich muss nämlich noch eine Bestellung abholen. Was musst du denn holen? Ich hole jetzt noch Ketchup ab, weil jetzt die Grillsaison wieder losgeht so langsam. Und wir hatten letztes Jahr auch zwar schon Bratwürste drin, die jetzt auch wieder reinkommen. Und der Ketchup hat auch letztes Jahr gefehlt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das so angenommen wird mit dem Ketchup noch. Genau. Grüß dich, hi. Hi Boris, gut. Servus, grüß dich. Und alles gut? Ja, sehr perfekt. Schön. Wir hatten Ketchup bestellt, ich glaube 80 Mal für die Automaten jetzt auch. Ja, ich habe schon vorbereitet. Perfekt. Super. Können wir gleich einladen. Perfekt. Eine kleine Ketchup-Manufaktur in der Nähe von Lich. So, 80. So, die Rechnung nehme ich noch mit, hä? Habe ich hier noch für Kommt da schon, perfekt. Boris und Nina Sauerborn haben sie gegründet. Und noch eine schöne Woche, ja? Gerade mal 5 Jahre ist das her. Angefangen hat alles im eigenen Restaurant. Wir hatten eine eigene Schafherde, einen eigenen Gemüsegarten, eigenen Kräutergarten und haben ganz viele verschiedene Produkte selber gemacht und wollten im Restaurant eine Lammbratwurst vermarkten und haben die als Lamm-Currywurst angeboten. Wir hatten einen Koch damals, der gesagt hat, es gibt keinen guten Ketchup, er möchte mal was machen. Und ja klar, aus der Not heraus, weil wir eigentlich die Lammbratwurst verkaufen wollten. Und da sind wirklich Leute gekommen und wollten nicht die Wurst kaufen, die wir eigentlich vermarkten wollten, sondern haben nach dem Ketchup gefragt. Wir haben dann angefangen, das abzufüllen und zu verkaufen. Und dann haben wir also im ersten oder 1,5 Jahren so 2000 Glas im Restaurant verkauft, ohne Werbung, ohne großes Marketing. Und da haben wir natürlich gemerkt, wir haben ein Produkt, was funktioniert. Hi Johnny, hallo, alles gut bei dir? Servus, ja. Ihr Ketchup wurde sogar ausgezeichnet mit dem Great Taste Award. Waren wir sehr stolz drauf, ja? Oder sind es immer noch? Habt ihr damit gerechnet? Nee, also ich hatte es mir natürlich erhofft, dass wir einen Stern kriegen, aber dass der Milde gleich 2 kriegt, das ist schon eine sehr gute Auszeichnung. Also die höchste Stufe oder die höchste Auszeichnung sind 3 Sterne. Kann man vielleicht im Restaurantbereich so ein bisschen vergleichen. Gibt es ja auch 1, 2, 3 Sterne. Und wenn man da 2 Sterne hat, das ist schon outstanding. Wir
verwenden einen Tomatenmark aus Norditalien, kommt aus der Nähe von Mailand. Dazu 2 Essige, einen Tafelessig, einen Himbeeressig aus Frankreich und verschiedene Gewürzmischungen. Ja. Aber Rezept bleibt geheim. Rezept ist absolut geheim, ja. 5 Angestellte und ein paar Aushilfen. Viel macht Boris selbst. Dabei kommt er eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich habe Jura studiert. Danach bin ich 5 Jahre in Frankfurt bei einer Investmentgesellschaft gewesen. Das war zu viel Schreibtisch. Da habe ich am Ende des Tages zu wenig gesehen, was ich gemacht habe. Und habe dann 2010 das Restaurant von meinen Eltern übernommen. Nina kümmert sich unter anderem um den Versand. Über 100.000 Gläser verkaufen sie jetzt schon in einem Jahr. Wir haben 400 Märkte insgesamt in ganz Deutschland. Da sind Feinkostmärkte dabei, da sind Rewe, Globus, Edeka, sind wir gelistet. Ihr seid ja jetzt dann doch ganz schön erfolgreich. Ja, mittlerweile nach den 5 Jahren, ja, es wächst, wirklich. Wir können auch gut davon leben mittlerweile. Hier habe ich noch ein bisschen Nachschub. Dankeschön. Habt ihr euch eigentlich mit eurer Manufaktur einen Traum erfüllt? Wirklich ein Traum würde ich nicht sagen. Es ist nicht so gewesen, dass wir gestartet sind, haben gesagt, wir haben jetzt den Traum, eine kleine Manufaktur zu haben. Aber das Arbeiten macht sehr viel Spaß und es wird immer mehr so, dass ein Traum in Erfüllung geht, ja, schon. Habt ihr denn erreicht, was ihr erreichen wolltet? Bis jetzt sind wir gewachsen, wir haben erreicht, ja, aber wir wollen immer größer werden. Also wann ist das Ziel erreicht? Also bei uns noch nicht. Festtag in Oberrosfe. Endlich kann's mit dem Automaten losgehen. Einen Tante-Emma-Laden gibt's hier nämlich schon lange nicht mehr. Seit Aldi im Wetter war was, ging's eben Treppchen runter. Soll ich allein im Laden stehen und warten, bis jemand kommt? Und abends ist die Kasse leer, wenn ich zuschließen will. Das hat keinen Zweck mehr gehabt. Wenn du jetzt kein Auto Töchter hast, oder so, dann ist es schlecht. Da muss man mit dem Busnavetter fahren. Und dann schleppt man alles nach Hause. Das ist eigentlich schwer machbar. Umso besser, dass jetzt wenigstens fürs Nötigste gesorgt ist. Auch nicht alles weg, ja. Currywurst, Pfefferbeißer. Das im Haushalt fehlt. Ja. Einfach gedrückt Eier. Wenn ich Schnitzel muss ich auch kaufen. Für Sie ist das ja jetzt was völlig Neues, oder? Oh ja, ein Automat bedienen ist doch so schwer nicht. Also ich weiß es nicht. Ich tue mich da ein bisschen... Ich bin da nicht so ganz... ausprobieren, bis es klappt, wenn man was braucht. Ich habe immer Angst, ich würde was falsch machen. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert, aber das müssen wir lernen. Aber finden Sie es gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt? Natürlich. Manchmal muss man wegen ein Stück Butter nach Wetter fahren. Also die Eier haben wir jetzt hier aus dem Dorf, die holen wir. Aber sonst für alles andere fährst du halt zum Aldi und zum Rewe. Und so, wenn man da hier was aus der Region hat, ist es natürlich besser. Zum Beispiel das Pilz oder so kenne ich gar nicht. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Jetzt kann man einfach nach hier unten gehen und das mit Kleingeld sich kaufen. Ist auch Wurst da drin, ja, ne? Genau, das Ganze ist eigentlich relativ. Es gibt immer mal so Situationen, wo man mal schnell was braucht zum Grillen oder sowas. Und ich finde das eine klasse Sache hier. Mit ungewöhnlichen Produkten, viel Leidenschaft und guten Freunden haben sie eine Menge erreicht. Hättet ihr damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird? Gar nicht. Deshalb ja auch der Name Grundnahrungsmittel. Wir hatten ja eigentlich mal vor, uns nur auf unsere Gemeinde Ipstafer Grund zu beschränken. Und jetzt sind wir weit über die Grenzen hinaus. Das ist aber auch total schön. Na, jetzt kommt noch einer, dann sind wir bei 20 und dann nach oben hin haben wir uns noch kein Ziel gesetzt. Da wir ja Ende des Jahres, sage ich mal, auf 40 bis 50 Automaten kommen möchten, ganz gerne, wird unser Team wahrscheinlich jetzt stetig wachsen. Und wie gesagt, ich habe echt richtig Lust drauf und freue mich schon jetzt auf die Zukunft. Ja. Was ist denn euer größter Wunsch für die Zukunft? Mehr Zeit? Ich auch sagen, mehr Zeit. Der moderne Dorfladen. Ein Ersatz für Tante Emma ist das nicht. Aber den Dorfbewohnern hilft's und vielen Erzeugern der Region auch.